Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute ist hier eine Runde Shakes and Fidget und der nächste Dungeon steht an. Ja, er ist hier bereits freigeschaltet, beziehungsweise er wurde abgedeckt. Ja, hier so sieht das hier aus, wenn hier noch so ein Mantel drüber gehüllt ist. Und hier ist der nächste Dungeon. Drachenhort, hast du deinen Feuerlöscher eingepackt? Ja, den werden wir jetzt versuchen zu finden und werden heute dann wieder die Lichtwelt wahrscheinlich clearen und morgen das Ganze in der Schattenwelt auch nochmal komplettieren. Ja, aber zuallererst müssen wir erstmal hier in die Mine rein und kriegen auch den Schlüssel direkt. Ja, damit können wir in die Lichtwelt starten und haben den Dungeon freigeschaltet. Stufe 210. Der ist noch einfacher als der Dungeon davor, das Horrorhaus, zumindest von der Reihenfolge her, kommt der halt vor dem Horrorhaus und danach geht es dann wahrscheinlich weiter mit dem 15., hier der 13. Stock und dann kommt hier wahrscheinlich dann der nächste Dungeon, was auch immer das sein wird. Der könnte hier nachher ein bisschen interessanter werden und der interessiert mich hier am meisten, aber das ist erstmal hier noch nicht großartig eine Herausforderung für uns und ich finde es schade, muss ich sagen, dass man hier oben schon die ganzen Sachen gespoilert bekommt, denn dann wird man schon aufmerksam gucken können, dass man hier einfach, und das ist so geil, das ist so absolut krass, dass man hier einfach den weißen Drachen mit eiskaltem Blick hat. Hier ist einfach eine Yu-Gi-Oh! Karte drin, in dem Dungeon. Alter, wie geil ist das denn? Ja? Ihr könnt mir sehr gerne wieder alle Drachen und deren Anspielungen in die Kommentare schreiben. Alles werde ich definitiv nicht wissen. Ich werde wahrscheinlich das wenigste davon wissen. Weil ich jetzt nicht so Film- bzw. Serien bewandert bin oder Comics großartig konsumiere. Oder Mangas oder keine Ahnung, ne, wo das alles herkommt. Auf jeden Fall haben wir hier jetzt den ersten Gegner vor uns. Nicht so bissiger Drache, Stufe 210. Ein Mahnmal für die Folgen von schlechter Zahnpflege. Let's go, wir gehen rein, wir kämpfen. Und das Ganze ist auch relativ easy natürlich. Oh, jetzt haben wir das Achievement freigeschaltet, Dunkler Geisterjäger. Ja Mensch, da haben wir das Horrorhaus jetzt endlich mal besiegt hier. Wurde ja auch mal Zeit. Ja. Und der nächste ist hier auch schon, es ist nicht ganz der weiße Drache, es ist der goldene Drache mit feurig heißem Blick. Ist natürlich die Anspielung an Yu-Gi-Oh! Auch mit den Sternchen hier oben. Unglaublich geil, ich finde es heftig, dass die das einfach hier eingefügt haben. Für mich persönlich ist, glaube ich, so ich kenne ja leider schon die ganzen Gegner, ich habe mich ja schon spoilern lassen. Aber ich muss sagen, mein absolutes Highlight mit einem anderen Drachen hier zusammen ist hier halt einfach die zweite Etage. Dadurch, dass ich halt selber früher zu Schulzeiten viel Yu-Gi-Oh! Gespielt habe und da war das damals schon einer der Karten überhaupt so, die man haben konnte, wenn man die gehabt hat, so in Holo oder keine Ahnung. Das waren schon geile Zeiten. Generell war es eine übelst heftige Zeit gewesen, damals Schulzeit, Yu-Gi-Oh! Karten getradet. Hat man, weiß ich nicht, auf den Treppenaufgang hat man dann gespielt und hat versucht, sich die heftigsten Karten immer zu ziehen, hat Geld zusammengespart, um sich Booster-Packs zu holen und sowas. Digga, das war eine heftige Zeit gewesen. Jeden hat's verbunden, man konnte auf der Straße Gleichaltrige ansprechen. Yo, ey, spielst du Yu-Gi-Oh! Und so, ja, klar. Und dann hat jeder sein Deck dabei gehabt, random Leute auf der Straße, hat sein Deck dabei gehabt, hat dann so geguckt, hat dann getradet, was kann man machen. Digga, also wirklich unersetzbare Zeit auf jeden Fall. Ja, lässt mich wieder ein bisschen in Nostalgie, verschwinden hier, der Dungeon-Gegner. Handelt sich wahrscheinlich um das letzte Exemplar. Und wir greifen ihn an. Und leider auch direkt One-Hit. Schade, dass ich das nicht so erleben kann. Dass sich hier die Gegner, dass das eine Herausforderung ist. Da müsste man erst einen neuen Serverstart mitmachen. Ansonsten stellt das Ganze hier für mich natürlich keine großartige Herausforderung dar. Trotzdem schön zu sehen. Verführische Dreselmutter sagt mir jetzt zum Beispiel nichts, wüsste ich jetzt nicht, woher das kommt. Ja, schreibt es mir gerne rein, wenn ihr es wisst. Es kommt nicht nur auf die Größe an. Absolut richtig. Let's go. Haben wir den auch besiegt. Ja, gibt nicht viel Erfahrung
Und da haben wir auch schon den nächsten Gegner hier. Untotes Echsenfossil. Das kommt mir bekannt vor, ich weiß aber nicht woher. Den nächsten Gegner, den kenne ich auf jeden Fall, ne? Aber der hier, da müsste ich jetzt überlegen. Kommt mir aber sehr, sehr, sehr bekannt vor. Welcher Archäologe hat denn diese Knochen wieder falsch zusammengesetzt? Das muss korrigiert werden. Ja, let's go. Rein da. So, da haben wir den auch down. Und der nächste Gegner für mich, ja, mein zweites Highlight. Ich würde sagen, ich würde es auf eine Stufe stellen. Shenlong erfüllt dir einen Wunsch, solange er mit deinem Ableben zu tun hat. Okay. Das könnte jetzt vielleicht, also wenn ich jetzt den Namen sehe und die Beschreibung, könnte das jetzt doch sein, weil vom Bild her hätte ich jetzt gedacht, das wäre Rayquaza. Von Pokémon halt. Aber könnte sein, dass es das ist. Aber jetzt irgendwie die Beschreibung, weiß ich nicht, ob das so Sinn macht. Ich weiß es jetzt gar nicht mehr so genau. Wie gesagt, wenn ihr es besser wisst, dann schreibt es auf jeden Fall in die Kommentare. Ich hätte gedacht, das ist Rayquaza so vom Bild her, aber kann auch irgendwas anderes sein. Ja, wir gehen rein. Ja, Shenlong. Haben wir ihn besiegt hier, den Shenlong. Dann kommen wir auch direkt zum nächsten Gegner und das ist das Drachenbaby. Das sieht aus tatsächlich wie irgendein Pet. Ja, Pet aus der Lichtwelt irgendwie. Das würde da genauso reinpassen. Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Aber das sieht original aus wie ein Pet aus der Lichtwelt irgendwie. Besiege schnell, bevor seine Mama zurückkommt. Dann machen wir das mal ganz fix. Ja. Diesen kleinen Snack nehmen wir uns auf jeden Fall mit. Dann haben wir hier den Neujahrsdrachen. Okay, das Glück ist heute auf seiner Seite. Und das ist, ja, ich weiß nicht wo genau, in China oder so. Daher kenne ich den Drachen, wo die halt so karnevalsmäßig, ja, mit ganz vielen Leuten da sich da so unterstellen und dann so einen riesen Drachen bilden. Daher kenne ich das irgendwie so ein bisschen, aber ob das damit zu tun hat. Ansonsten hier hinten, ne, kann man natürlich auch begutachten. Haben wir hier jetzt den Hintergrund von dem neuen Dungeon. So eine fette Schatzkammer, da hängt so eine Prinzessin dran, ne, dran gefesselt, müssen wir befreien auf jeden Fall. Und da geben wir natürlich unser Bestes. So, außer Kontrolle geratenes Pet. Ja, siehst du, heißt sogar Pet Dex Eintrag 006. Das ist aber doch das ist auf jeden Fall eine Anspielung an Pokémon, den Pokédex. Ja, vielleicht könnte es Glurak sein. Also ist ja auch Feuer, ne? Dieses Pet kann mit seinem Feueratem Wachs schmelzen. Es verursacht ab und zu Wohnungsbrände. Ich würde mal einfach davon ausgehen, dass es Glurak, wenn es in die Jahre gekommen ist und ein bisschen zugelegt hat hier, das, ja, denke ich mal schon. Ich weiß jetzt nicht, 006, ist das auch Glurak? Ist 006 der Glurak-Eintrag im Pokédex? Das weiß ich jetzt nicht mehr, welche Nummer Glurak ist. Aber könnte ja sein, ne? Die Starter-Pokémon, ne? Die sind ja relativ weit vorne auch gewesen, glaube ich, im Pokédex. Ja, kämpfen wir mal dagegen. Und das war es dann auch schon wieder. Haben wir ihn noch besiegt hier. So, vorletzter Gegner. Drache mit Gehirnerschütterung. Ah ja. Hält sich hier so ein Eisbodel hier auf dem Kopf. Auch Artwork natürlich wieder on point. Sehr, sehr gut gelungen, meiner Meinung nach. Schaut gierig auf die Edelsteine in deiner Rüstung und stürmt auf dich zu. Ah, gibt ja wohl nicht. Oha. Dann wehren wir mal das Ganze ab. Erfolgreich. Und ja, der Gegner natürlich, wenn es mit Drachen zu tun hat, könnte ich mich jetzt natürlich auch wieder irren, aber ich hätte jetzt gesagt, das ist von Game of Thrones hier, die alte, Daenerys Targaryen oder wie die heißt. Ich habe nur 5 Folgen von Game of Thrones geschaut, aber die steht ja sehr in Verbindung mit Drachen. Könnte auch wieder irgendwo anders her sein, aber ich denke mal, ja, die Drachenmutter, das ist die auf jeden Fall. Ne? Wenn du sie nicht jetzt beseitigst, könnte sie sich noch zu einem großen Problem entwickeln. Ja. Und hier die Daenerys war ja auch schon ja, also ist jetzt nicht der erste Endboss in einem Dungeon hier in Shakes & Fidget. Wir erinnern uns hier an Osteros, da kam sie ja als Endboss auch schon mal vor. Aber hier haben wir sie auch gewone-hittet und sind damit ein Drachenhenker. Ja, was?
Drachenkenner, nicht Drachenhenker. Aber Henker hätte auch gepasst. Den Drachenhort in der Lichtwelt bezwingen. Haben wir gemacht, kein Dungeon geöffnet. Morgen werden wir direkt reingehen in den nächsten. Ich denke mal, das wird auch keine großartige Herausforderung für uns darstellen. Ne? Kleiner Erfahrungssnack. Wirklich interessant wird es dann natürlich mit den Gegnern hier oben. Da bin ich echt gespannt, was da mein Char leisten kann, wie weit er kommt. Ob das schwerer wird als Zeus vielleicht sogar. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Da bin ich auf jeden Fall sehr, sehr gespannt drauf. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, lasst auf jeden Fall sehr, sehr gerne ein Abo auf dem Kanal hier da. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Und wir schauen mal hier rein. Genau. Ja, ist auch von den Achievements her hier vor denen angesiedelt. Hier können wir sogar eigentlich schon sehen, ja, was die End-Dungeons sind. Also der nächste Dungeon, der jetzt wahrscheinlich, obwohl, ja doch, ich weiß nicht, wie das jetzt freigeschaltet wird, aber zumindest sehen wir die Reihenfolge, was welcher Dungeon ist. Ne? Weil hier, der kam als erstes, der war als einfachstes, ne? Horrorhaus kam als nächstes, der war ein bisschen schwerer, aber nicht wirklich. Ne? Dann ist jetzt der nächste Dungeon, der kommt, Liga der Inkompetenz. Die dritte Liga der Superhelden in der Lichtwelt bezwingen. Also der Dungeon ist wahrscheinlich hier die Liga der Inkompetenz. Dann haben wir hier noch den Dungeon, diesen Holunderblüten-Dungeon, keine Ahnung, was das ist. Können wir auch gleich nochmal schauen. Ne? Also hier Liga der Rachsucht auch. Und hier Ying, Dojo-Meister, das Dojo der Kindheitshelden in der Lichtwelt bezwingen. Also die Kindheitshelden kommen hier nochmal vor, in dem Dungeon hier. Und der End-Dungeon ist dann hier oben, der letzte. Das ist dann halt auf der nächsten Seite der Riesenversteher-Dungeon. Die Monstergrotte in der Lichtwelt bezwingen. Also die Monstergrotte wird dann der nächste absolute Late-Game-Dungeon werden. Und da werden wir schauen, wie viele Bosse wir von denen dann klatschen werden. Ich glaube, bei diesem Young Dojo-Meister werden wir keine Probleme haben. Aber der letzte Dungeon wird vielleicht ein bisschen eine Herausforderung darstellen. Okay, Leute, das soll es soweit gewesen sein zum neuen Dungeon. Ne? Hat mich auf jeden Fall gefreut. War eine sehr coole Erfahrung, sag ich mal. Es ist halt schön, dass halt hier so ein paar altbekannte Gesichter hier drin sind. Über den habe ich mich halt am meisten gefreut hier. Ne? Und ja, schreibt mir auf jeden Fall gerne rein, was ihr zu den Dungeons sagt. Ich denke mal, die meisten von euch werden damit keine Probleme haben. Und das war es soweit von mir. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal.